Birgit hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob es möglich wäre, in der TWS im Chart zusätzlich einen Index einzufügen, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Und ob es möglich ist, auch gleich mehrere sich anzeigen zu lassen. Und ja, beides ist möglich. Und wie ihr das macht, wie ihr das richtig macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Heute mal wieder ein herzlicher Gruß aus der Hamburger City. Und bevor wir loslegen, wollte ich euch bitten, euch einen Moment Zeit zu nehmen. Ich habe ein bisschen mit der KI rumgespielt. Ja, das mit dem Gesicht ist, das hat nicht so ganz hingehauen. Aber ich denke, für einen Schmunzler reicht's. Es wird toll, wenn ihr den Kanal abonniert und ganz, ganz, ganz doll weiterempfehlt. Daumen hoch anklickt, Kommentare uns zusendet und wenn ihr auch die neue Möglichkeit nutzen möchtet, der Thanks-Funktion, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber, damit der kleine Kanal schnell groß und stark wird. Vorab herzlichen Dank für eure Unterstützung. So, um einen Chart zu öffnen, markiert ihr die Position, die ihr in eurem Portfolio habt, rechte Maustaste, dann findet ihr hier Charts und dann neuer Chart. Falls ihr euch etwas anschauen wollt von einer Position, die ihr noch nicht in eurem Portfolio habt, das ist auch kein Problem. Das Kürzel eingeben, Enter-Taste, dann Aktie Smart auswählen. Dann macht sich eine sogenannte neue Orderzeile auf, rechte Maustaste und dann haben wir den gleichen Weg wie eben, Charts und neuer Chart. Und bevor ich es vergesse, dieses Video wird von links unterstützt und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt aber zurück zum Thema. Ach, bevor ich eine weitere Sache vergesse, wir werden jetzt auf alle eure Fragen eingehen. Also das heißt nicht nur auf die Fragen, die ihr bezüglich der TWS und TradingView habt oder hattet. Die anderen Fragen haben wir ja immer ein bisschen zur Seite geschoben, aber ihr habt so viel Vertrauen in uns, worüber wir sehr, sehr, sehr glücklich und dankbar sind, dass wir die jetzt auch angehen wollen. Aber dazu sage ich am Ende des Videos noch ein paar Sätze mehr. Jetzt erst einmal zu dem Chart. So, wir gehen jetzt in den Chart rein. Und jetzt hier oben in der Zeile findet ihr das Wort bearbeiten und dann hier auf Chartparameter macht sich ein neues Fenster auf. Und jetzt habt ihr hier viele, viele, viele Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Ich habe hierzu schon mal einiges an Videos gemacht, auch zu den gleitenden Durchschnitten zum Beispiel. Das werde ich euch gern hier oben verlinken. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Chart haben solltet. Aber wir wollen jetzt hier den Reiter Index Vergleiche anklicken. Und dann seht ihr schon, dass ihr hier eine Auswahl habt, die ihr nutzen könnt, indem ihr irgendwo reinklickt, was ihr euch gerne anzeigen lassen möchtet. Falls das nicht dabei ist, was ihr wollt, könnt ihr hier unten auch einen neuen Indexchart hinzufügen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel für diesen Fall einmal den SPX, gehen auf Übernehmen und dann auf OK. Und dann seht ihr schon, dass sich hier diese blaue Linie eingefügt hat. Und hier unten haben wir nochmal ein Informationsfenster, dass das jetzt hier die Tesla-Aktie ist und wir hier mit einer blauen Linie den SPX mit angezeigt bekommen. Das ist jetzt, wenn ihr nur eine Auswahl getroffen habt, ist das natürlich, ja, relativ easy. Aber wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte ganz gerne mehr als einen, dann geht ihr wieder auf Bearbeiten, nochmal auf Chartparameter. So, ich schiebe das nochmal nach oben. Dann nochmal auf Indexvergleiche und dann könnt ihr was auch immer noch zusätzlich anwählen, übernehmen und OK. Und jetzt ist es schon ganz hilfreich, dass wir hier diese kleine Legende haben.
und dann dadurch sehen, dass Blau jetzt der Nasdaq ist und ich sage jetzt mal lila, pink, lila wahrscheinlich eher der SPX ist. Ja, da habt ihr dann jetzt schon mal den Weg, wie ihr einen Index zusätzlich oder mehrere zusätzlich in euren Chart in der TWS einfügen könnt. So, und jetzt noch ein paar Worte zu euren Fragen, die eventuell aufgekommen sind. Ihr könnt gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr hier jetzt seht, das ist die von dem Andreas Nachtmann, aber auch mich erreicht ihr darüber, könnt ihr jetzt alle Fragen loswerden, die euch so auf der Seele liegen und die ihr gerne beantwortet haben möchtet in einem Video. Bisher ist es ja so, dass der Andreas die Trading View Videos macht, die jeden Freitag rauskommen. Mit dieser Serie werden wir erst einmal pausieren und stattdessen jeden Freitag eine Frage von euch rauspicken und in die Tiefe beantworten. Wir werden damit schon diesen Freitag beginnen, also übermorgen. Und ja, schreibt, was das Zeug hält, dass wir schön viele Fragen für die nächsten Freitage dann haben, um euch damit hilfreich zur Seite zu stehen. Und noch eine weitere Geschichte. Wir sind ja dabei, eine Community aufzubauen. Davon haben wir euch auch schon einmal berichtet und in einem Video, das verlinke ich euch hier auch gerne nochmal, nachgefragt, was sind Fragen, die euch interessieren. Das könnt ihr auch gerne nochmal per E-Mail uns zukommen lassen, wer es noch nicht getan hat, dass wir diese Sachen dann in der Community mit aufnehmen. Diese wird dann im Oktober, Anfang Oktober an den Start gehen. Es wird verschiedene Varianten geben. Es wird auch Börsenreisen geben, wo wir uns austauschen, ganz intensiv. Also lasst euch überraschen. Der Andreas wird jetzt am Freitag, also übermorgen, da auch nochmal ganz speziell drauf eingehen, in die Tiefe, was es alles geben wird, welche Pakete es geben wird. Und ja, wir freuen uns auf ein gemeinsames Lernen, Vorwärtskommen und auf eine tolle Zeit mit euch zusammen und euch dann auch endlich mal persönlich kennenlernen zu dürfen. So, jetzt haben wir zum Schluss noch wie immer den Disclaimer, der natürlich dazu gehört. Müssen wir ja, dass das alles keine Handelsempfehlungen sind von uns, dass ihr bitte immer selber aufpasst auf das, was ihr macht, dass ihr ja viele Wahrscheinlichkeiten auf eure Seite ziehen, dass alles, was wir sagen, subjektive Meinung ist und ihr ja bitte ganz stark selbst auf euch aufpasst, auf euer Geld aufpasst, auf eure Trades aufpasst, dass da nichts passiert. Ich freue mich auf Freitag, euch die neuen Informationen mitteilen zu dürfen. Es wird spannend, es wird toll, seid dabei. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen ganz tollen Tag und wir sehen uns dann am Freitag wieder und ja, ein neues Video von mir, dann am nächsten Mittwoch, wie immer. Tolle Zeit, tolle Trades, viel Erfolg und einen tollen Tag für euch. Bis dahin, ciao.